Der Invesco Nasdaq Next Generation 100 ETF versucht, durch die Abbildung der aufstrebenden neuen Generation an attraktiven Aktien aus dem Nasdaq eine Überperformance zu erzielen. So die Theorie. Der ETF bzw. der Index ist eine Abbildung der 100 größten Aktien aus dem Nasdaq, die nicht im Nasdaq 100 gelistet sind. Sozusagen die potenziellen Newcomer. Ob die Story wirklich so aufgeht und wie der ETF nach meinem Ranking performt, erfahrt ihr in diesem Video. Großes Dankeschön an die Kanalmitglieder Jan Engelmann, AG, Leon Speth, Fabian Marquardt und Dominik Dörr. Wenn du auch wissen möchtest, wie du mit einer Kanalmitgliedschaft den Kanal unterstützen kannst, dann klick unter dem Video auf den Button Mitglied werden. Der Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF basiert auf dem Nasdaq Next Generation 100 Net Return US-Dollar Index und enthält ca. 104 Aktien aktuell. Dabei ist die Gewichtung eines einzelnen Unternehmens auf maximal 4% begrenzt. Ziel des Index hinter dem ETF ist es, dass er die Wertentwicklung der sogenannten nächsten Generation an Nasdaq-notierten Unternehmen widerspiegeln möchte. Das heißt, der ETF gewichtet die enthaltenen Unternehmen auf Basis der Marktkapitalisierung der größten 100 Nasdaq-notierten Unternehmen außerhalb des Nasdaq 100 Index. Dabei sind Finanzunternehmen einschließlich Investmentgesellschaften ausgeschlossen, genauso wie das übrigens auch bei dem Nasdaq 100 der Fall ist. Der Referenzindex wird dabei vierteljährlich neu gewichtet. In der Nachhaltigkeit schneidet der ETF durchschnittlich ab. Es gibt hier im ESG-Ranking, was von AAA bis CCC geht, dabei ist AAA das Beste, ein Ranking von BBB für diesen ETF. Die 10 größten Aktien des ETFs machen dabei ca. 18,26% des Portfolios des ETFs aus und sind damit relativ stark ausschlaggebend für den Kurs. Wenig überraschend sind die USA das Land, das die meisten Nasdaq-notierten Unternehmen enthält, weswegen sie in diesem ETF eine Gewichtung von mehr als 85% einnehmen. China kommt auf 3%, das Vereinigte Königreich auf 2,5%. Da Finanzunternehmen ausgeschlossen sind, konzentrieren sich die Unternehmen im ETF vor allem auf die Sektoren IT, Gesundheitswesen, Konsumgüter sowie Kommunikation. Insgesamt ist der ETF also sehr USA- und IT-lastig. Besonders interessant ist bei diesem ETF der Blick auf die Marktkapitalisierung der enthaltenen Aktien bzw. Unternehmen. 79, also fast 80% der enthaltenen Unternehmen sind der Klassifizierung mittelgroß zuzuordnen. Sehr große Unternehmen sind nur mit 5,7% vertreten, große Unternehmen mit 14%. Kleine, also Small-Cap-Unternehmen und Micro-Cap-Unternehmen sind hingegen praktisch überhaupt nicht enthalten. Wir halten also fest, dieser ETF bildet ziemlich genau die Mid-Caps zurzeit aus den Bereichen IT und Gesundheitswesen in den USA ab. Sicherlich Aktien, die im Trend liegen. Klar, die Sektorenverteilung ist hierbei relativ variabel, je nachdem, wie sich das Marktumfeld im Trend eben verändert. Die Länderkonzentration und der Fokus auf Midcaps wird mit hoher Wahrscheinlichkeit jedoch erhalten bleiben. Schauen wir uns exemplarisch für den ETF die 10 größten Titel mal etwas genauer an, da deren Performance zurzeit schon ausschlaggebend für den Kurs des ETFs ist. Passend zu der Einordnung, dass hier vor allem die Sektoren IT und Gesundheitswesen aus den USA abgebildet sind, sehen wir demnach auch einige Trendaktien in den Top 10 ETFs, die perfekt auf diese Kriterien passen. CrowdStrike und Fortinet sind 2 Beispiele aus dem Cybersecurity-Bereich. Der eine oder andere von euch, der einen Cybersecurity-ETF oder ähnliches bespart, hat diese Aktien vermutlich sowieso in seinem Portfolio. Mit AstraZeneca ist die Pharmaindustrie ebenfalls prominent vertreten und The Trade Desk haben wir auf diesem Kanal sogar schon vorgestellt. Man darf nicht vergessen, sobald ein Unternehmen in den Nasdaq 100 aufgenommen wird, wird es automatisch aus diesem Index und damit auch aus diesem ETF entfernt. Das Umsatzwachstum der Top 10 Aktien ist historisch sehr konstant und sehr gut. Wir haben hier 10% im Jahr 2016, aber auch 43% in 2020 zu verbuchen. Der Fokus auf Mid-Cap-Unternehmen, also auch Potenzialträger, die in den Nasdaq 100 streben, führt dazu, dass anscheinend vor allem Unternehmen mit einem starken Umsatzwachstum im ETF enthalten sind. Besonders schwankend, sowohl positiv als auch negativ, sticht Liberty Broadband hervor. Sehr positiv sind hier The Trade Desk, CrowdStrike und Roku zu erwähnen. Man muss allerdings hinzufügen, die Umsätze der meisten Unternehmen hier sind in absoluten Zahlen verhältnismäßig klein. Im EBIT, also dem operativen Gewinn, sehen wir stärkere Schwankungen. Die Jahre 2019 und 2020 fielen dabei bei den Top 10 Aktien im ETF nicht besonders gut aus.
wobei diese Werte maßgeblich von den schlechten Werten von Liberty Broadband und der Expedia Group beeinflusst werden, also der Durchschnitt wird davon sehr stark beeinflusst. Bei Expedia ist das Ganze wohl aufgrund der eingeschränkten Reisemöglichkeiten auf Corona zurückzuführen und daher möglicherweise temporär. Bei Liberty Broadband sind die Kennzahlen hingegen generell eher schlecht. Dennoch würde ich das EBIT-Wachstum generell, wenn man auf die guten Werte von AstraZeneca, CrowdStrike, Fortinet und The Trade Desk in 2020 schaut, gar nicht als allzu schlecht beschreiben, jedoch eben sehr schwankend. Die EBIT-Marge wird auch durch Liberty Broadband im Durchschnitt extrem nach unten gezogen, was jedoch auffällig ist, im Vergleich zu verschiedenen anderen breit gestreuten ETFs, die wir hier zuletzt vorgestellt haben, wie dem Multifactor ETF oder dem All-World ETF, sind die Margen hier schon deutlich schlechter. Wobei auch klar ist, wir haben hier Mid-Cap-Unternehmen und bei den zuvor genannten ETFs eher Large-Cap-Unternehmen hochgewichtet. Demnach spielen wir hier bei den EBIT-Margen, so könnte man sagen, auch eine Liga niedriger. Dafür sind die Werte bei Garmin, Old Dominion Freightline und Fortinet eigentlich ganz okay. Vor allem aber bei den IT-Unternehmen im ETF sollte deutlich mehr drinnen sein. Gerade Expedia zeigt aber durch eine, Corona mal ausgeklammert, sehr niedrige, aber sehr, sehr konstante Marge, dass dieser ETF natürlich breit über viele Geschäftsfelder hinweg gestreut ist. Im Kurs-Gewinn-Verhältnis Durchschnitt, also im KGV-Durchschnitt, erhalten wir, wie zu erwarten, relativ hohe Werte, wenn auch keine astronomischen Höhen. Wir liegen hier konstant über 50, vor allem durch Unternehmen wie Roku, The Trade Desk oder auch Liberty Broadband. Hier ist klar zu erkennen, in diesen Aktien im ETF ist viel Bewegung und viele sind zuletzt extrem schnell gewachsen. Der Trade Desk ist hier ein gutes Beispiel. Kursschwankungen sind hier daher nicht unwahrscheinlich. Ein paar wenige Unternehmen im ETF schütten auch eine Dividende aus. Der Mittelwert des ETFs liegt bei ca. 0,4%, wobei das bei diesem thesaurierenden ETF relativ nebensächlich ist. Auch in den Top 10 Aktien ist das sichtbar. Old Dominion, Liberty Broadband, Garmin sogar mit mehr als 4% Dividende teilweise. AstraZeneca und Expedia aus den Top 10 sind mit mehr oder weniger großen Dividenden dabei. Wir sehen, der ETF ist eine bunte Mischung aus Aktien, überwiegend aus dem Mid-Cap-Bereich der USA, in wechselnden Sektoren, zurzeit eben IT- und Gesundheitswesen, und die Unternehmen zeichnen sich durch ihre bunte Mischung an Geschäftsfeldern aus. Unternehmen mit sehr hohen KGVs und extrem starkem Umsatzwachstum, relativ schwachen Gewinnen bzw. auch Momentum ansetzen und Unternehmen, die etwas größere Dividenden auszahlen und die man eher vielleicht sogar als Quality- oder möglicherweise Value-Wert bezeichnen würde. Durch diese Faktoren ist es allerdings gar nicht so einfach, den ETF in ein bestehendes Portfolio einzubinden. Der extreme USA-Fokus, die Tatsache, dass viele der Unternehmen im MSCI World oder All World ETF bereits enthalten sind, macht die Kombination schwierig. Das schauen wir uns im Kapitel der Prognosen nochmal genauer an. Einen richtigen Small-Cap-Faktor hat man hier aber auch nicht, da hier eher Mid-Caps enthalten sind. Daher gebe ich 3 von 5 Sterne für den Invesco Nasdaq Next Generation 100 ETF. Man muss allerdings schon wissen, was man mit diesem ETF überhaupt anfangen möchte und wofür er da sein soll. Folge auf Instagram dem Kanal Tech Aktien. Der Kanal versorgt dich mit allen News rund um die Börsen dieser Welt und sorgt mit guten Memes auch immer wieder zwischendurch für gute Laune. Mit einem Fondsvolumen von 7 Millionen Euro liegt der Invesco Nasdaq Next Generation 100 ETF jedoch noch deutlich unter der 100 Millionen Euro Grenze, ab der ein ETF als relativ rentabel gilt. Der ETF existiert seit März 2021, also bald ca. schon 3 Monate, was eine sehr, sehr kurze Bestandsdauer ist. Eine Auflösung des ETFs ist daher hier überhaupt nicht ausgeschlossen. Mit einer Gesamtkostenquote von 0,25% liegt dieser ETF jedoch unter dem Durchschnitt der Gesamtkostenquoten aller ETFs, der bei ca. 0,4 bis 0,5% liegt. So spielt dieser ETF fast in einer Liga, wie beispielsweise verschiedene MSCI World oder All World ETFs, die teilweise sogar bei unter 0,2% Gesamtkostenquote liegen. Dieser ETF ist thesaurierend, demnach werden Erträge wie Dividenden und Zinsen nicht an den Anleger ausgeschüttet, sondern sie wandern direkt zurück in den ETF und steigern so den Kurs des ETFs. Und dieser ETF verfolgt die Strategie einer vollständigen physischen Replikation, das heißt, der gesamte Bestand des Index wird im ETF 1:1 nachgebildet. Damit könnte der ETF-Kurs wahrscheinlich auch vom Kurs des Index abweichen, wenn die Nachbildung nicht schnell genug ist. Die sogenannte Tracking-Differenz ist aufgrund der kurzen Bestandsdauer leider noch nicht aussagekräftig oder messbar. Insgesamt vergebe ich in der Kategorie Produktkriterien 3,5 von 5 Sterne. Behaltet vor allem das Fondsvolumen hier im Blick. Sollte das Volumen zeitnah über 100 Millionen Euro steigen, dann sind hier auch mehr Sterne möglich. Wir vergleichen heute den Invesco Nasdaq Next Generation 100 ETF mit der Standardanlage, die viele Anleger im Portfolio haben, nämlich mit dem Vanguard FTSE All World ETF, den wir hier auf diesem Kanal bereits analysiert haben, verlinkt auf dem i.
Außerdem vergleichen wir ihn mit seinem großen Bruder quasi, mit dem iShares Nasdaq 100 ETF, außerdem mit anderen ETFs, die ebenfalls einen starken Fokus auf die USA legen, nämlich mit dem MSCI USA SRE ETF von iShares und dem MSCI USA ETF von iShares. Da der ETF erst seit März 2021 besteht, ist der Performance-Vergleich dieser 5 ETFs über 3 Monate sehr, sehr nichtssagend. Wir sehen hier, dass der Invesco Next Generation ETF mit Abstand am schlechtesten abgeschnitten hat, mit weniger als 1% Rendite. Katastrophe könnte man sagen. Der All-World ETF liegt bei diesem sehr, sehr, sehr langen Zeitraum, natürlich, mit 3% klar vorne. Wobei die Aussage, wie gesagt, praktisch komplett wertlos ist über diesen Zeitraum, ja, wenn man die Ironie nicht verstanden hat. Einen etwas längeren Vergleichszeitraum kriegen wir hin, wenn wir den Index, also den Nasdaq Next Generation 100 Index, den es immerhin seit September 2020 gibt, also seit 9 Monaten aktuell, mit dem FTSE All-World Index und dem Nasdaq 100 Index direkt vergleichen. Dann sehen wir, oh Wunder, dass der Nasdaq Next Generation 100 Index sogar am besten abgeschnitten hat. Warum? Weil er vor allem im Zeitraum seit Oktober 2020 bis etwa Mitte Februar 2021 deutlich besser gewachsen ist. Wie wir im ersten Vergleich gesehen haben, hat er jedoch im Vergleich zum All-World Index im Speziellen in den Monaten danach deutlich schlechter performt, sodass der All-World Index hier zuletzt stark aufholen konnte. Was interessant ist, wir sehen extrem starke Parallelen im Kursverlauf zwischen dem Next Generation Index und dem Nasdaq Index, klar, denn beide Indizes bilden vor allem die USA ab und legen einen großen Wert auf die Sektoren IT und Gesundheitswesen. Insofern ist es auch klar, dass beide Indizes auch den gleichen politischen, gesellschaftlichen, generellen Rahmenfaktoren unterliegen. Wir sehen hier zudem sehr schön, dass eine breite Diversifikation, wie die des All-World Index, für deutlich schwächere Schwankungen, also weniger Volatilität sorgt. Nach eigenen Angaben hätte der Nasdaq Next Generation Index, hätte es ihn schon länger gegeben, seit 2016 ein sehr volatiles Wachstum hingelegt. April 2020 bis April 2021, da hätte er in diesem Zeitraum wohl knapp 63% Rendite erwirtschaftet. Gleiches gilt für den Zeitraum von 2017 bis 2020 und 2019 bis 2020 wären es jedoch minus 1,48%, vor allem wegen Corona gewesen. Generell würde ich auf diese relativ willkürlich ausgewählten und sehr kurzen Zeiträume in den Unterlagen des ETFs jedoch nicht allzu viel geben. Für die Performance vergeben wir insgesamt 2,5 von 5 Sterne. Der Vergleichszeitraum ist hier einfach viel zu kurz, um auch nur annähernd werthaltige Erkenntnisse gewinnen zu können. Außer der Erkenntnis, dass der Next Generation Index große Parallelen zum Nasdaq aufweist und der All-World Index generell weniger volatil ist. Bevor ich zur Prognose komme, habe ich eine wichtige Bitte an euch. Ich nutze keinerlei Affiliate-Links zu irgendwelchen Brokern und habe auch keine Werbepartnerschaft mit den gezeigten oder anderen Unternehmen. Ihr unterstützt mich also damit, indem ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, einen Kommentar schreibt oder den Kanal abonniert. Ich freue mich über jeden Einzelnen, der hier Woche für Woche so stark mit dabei ist und supportet. Danke, dass du da bist. In der Prognose blicken wir darauf, was mögliche Einbindungen des ETFs in das eigene Portfolio bewirken sollen, beziehungsweise wie überhaupt eine Einbindung möglich wäre. Grundsätzlich, die Nasdaq mit Sitz in New York ist die größte elektronische Börse in den USA, gemessen an der Zahl der notierten Unternehmen. Der Name ist ein Akronym für National Association of Securities Dealers Automated Quotations. Die Börse gibt es seit 1971 und wird oft fälschlicherweise auch als Technologiebörse bezeichnet, da diese wegen historisch geringerer Anforderungen und Kosten als die konkurrierende New York Stock Exchange von kleineren und riskanteren Firmen des Technologiesektors bevorzugt wurde. Der Sitz der Hauptbörse sind die USA mit Börsen in Kanada und Japan. Das erklärt auch, warum hier nicht nur ausschließlich, wenn auch überwiegend US-Firmen gelistet sind. Es bestehen zudem einige Verbindungen zu den Börsen in Hongkong und Europa. Seit 1999 ist es die größte amerikanische Börse, in der die Hälfte der US-amerikanischen Aktiengesellschaften gelistet sind. Jetzt gibt es natürlich einige Indizes, die den Nasdaq abbilden. Das bekannteste Beispiel ist wohl der Nasdaq 100 Index, in dem die 100 Aktien der Nasdaq gelisteten Nicht-Finanzunternehmen mit der höchsten Marktkapitalisierung enthalten sind. Dahinter reiht sich jetzt quasi der eigens von Invesco aufgelegte Next Generation ETF bzw. eben der Index ein, der eben die nächsten 100 Aktien abbildet. Da sowohl im Next Generation Index als auch in dem Nasdaq 100 Index überall die Finanzunternehmen ausgeschlossen sind, gibt es natürlich auch noch den Nasdaq 100 Financial Index, der eben diese enthält. Insgesamt sind an der Nasdaq in etwa 3000 Unternehmen gelistet. Da der Nasdaq 100 die nach Marktkapitalisierung größten 100 Aktien abbildet und der Next Generation Index die zweiten 100 größten Aktien, sieht man, dass hier wohl kaum Small-Cap-Titel im Fokus stehen können.
Ausgeschlossen natürlich Finanzunternehmen. Daher ist dieser ETF auch nicht mit einem Small Cap ETF vergleichbar. Marktkapitalisierung bedeutet nichts anderes, als den aktuellen Preis einer einzelnen Aktie zu multiplizieren mit der Anzahl der Aktien, die ein Unternehmen ausgegeben hat. Die Unternehmen sind also in einem Nasdaq-Index nach ihrem Börsenwert oder eben ihrem Marktwert gewichtet. Die Besonderheit des Invesco Next Generation Index ist es ja, dass das einzelne Unternehmen maximal 4% des Index ausmachen darf. Das kommt natürlich eher den kleineren Aktien im Next Generation Index zugute, die dadurch höher gewichtet sind, als es ihrer Marktkapitalisierung angemessen wäre. Der ETF mit dem Werbeslogan Next Generation setzt also darauf, dass die Unternehmen, die sehr nah dran an einem lukrativen Nasdaq 100 Listing sind, tendenziell stärker wachsen als die Unternehmen, die bereits im Nasdaq 100 enthalten sind. So könnte man zumindest diesen Next Generation Werbeslogan oder Ansatz im Namen erklären oder auslegen. Auch weil die Next Generation Aktien tendenziell etwas kleiner sind. Aber für jedes Unternehmen, das in den Nasdaq 100 aufsteigt, fällt natürlich auch eines raus, das dann eben theoretisch in den Next Generation Index wieder reinfällt. Und somit genau genommen eigentlich weniger Next Generation ist als vielleicht Last Generation. Ob daher die Strategie, so eine Überperformance zu erzielen, aufgeht, ist relativ unwahrscheinlich, wenngleich über kürzere Zeiträume das natürlich nicht ausgeschlossen ist. Da in diesem Index natürlich relativ viel Bewegung herrscht, stellt sich hierbei die Frage, wie soll man diesen ETF jetzt kombinieren? Würde man ihn mit einem All-World oder einem MSCI World ETF kombinieren, dann würde man den Mid-Cap-Sektor der USA natürlich stark übergewichten. Wenn man die USA nur mit Basis des Nasdaq 100 abbilden möchte, ist der Next Generation Index natürlich möglicherweise eine lukrative Ergänzung. Das könnte dann folgendermaßen aussehen. Hier hätten wir auf Basis der Xtra ETF Simulation aktuell ca. 21% in den Nasdaq 100 ETF investiert von iShares. Dann den Vanguard S&P 500 ETF, den wir ja auch mit abbilden müssen, denn wir haben ja im Nasdaq nicht alle US-amerikanischen großen Unternehmen enthalten. Und mit dabei haben wir auch einen Emerging Markets IMI ETF, um die Schwellenländer eben abzubilden. Dazu gibt es dann natürlich noch einen Europa ETF, um auch Europa irgendwie mit abzubilden, sowie den Invesco Nasdaq Next Generation ETF mit ca. 13% in diesem Beispiel. Japan haben wir auch noch mit reingenommen, da diese Industrienation natürlich ansonsten unterrepräsentiert wäre. Man kann jetzt darüber streiten, ob man vielleicht Japan noch geringer gewichten sollte, Europa noch höher. Letztendlich ist das ja jedem selber überlassen. Würde dieses Portfolio, so wie es hier ist, umgesetzt werden, dann hätten wir zum Beispiel CrowdStrike im Gesamtportfolio mit 0,31%, Roku mit 0,28%, Fortinet mit 0,27% sowie Old Dominion Tradeline mit 0,24% als Beispiele aus dem Invesco Next Generation ETF. Diese Größe ist aus meiner Sicht auch vertretbar. Was mich generell stört, ist die mühselige Abbildung der ganzen Industrienation. Hier seht ihr noch die Top-Gewichtungen in dieser ETF-Konstellation. Die typischen Fangaktien, also Facebook, Apple und Co., sind sehr hoch gewichtet mit teilweise über 3%. Allerdings finden sich auch hier die Emerging Markets in diesem Portfolio wieder. Die Vereinigten Staaten insgesamt würden in diesem Portfolio etwas mehr als 50% ausmachen, was aus meiner Sicht auch vertretbar wäre. Wir vergeben in der Prognose für diesen ETF 2,5 von 5 Sternen. Phasenweise kann dieser ETF sicherlich besser laufen als ein Nasdaq 100 ETF oder als ein MSCI World ETF. Dennoch sind die Schwankungen sehr, sehr, sehr wahrscheinlich. Die Aufsteiger, die aus dem Next Generation ETF aufsteigen in den Nasdaq 100, die sind natürlich dann auch irgendwann wieder raus und ja, der ETF muss deswegen eben halbwegs durchdacht in das eigene Portfolio eingebunden werden und nicht einfach als Ergänzung zum MSCI World zum Beispiel, da es hier ansonsten ein Klumpenrisiko geben kann, was eher zu einer geringeren Diversifikation führt als die man so mit einem MSCI World ETF zum Beispiel erhalten würde. Für das Portfolio habe ich aufgrund des Mid-Cap-Fokus und der klaren Abbildung des Zielmarktes 3 von 5 Sterne vergeben. Für die Produktkriterien gab es 3,5 von 5 Sterne, die durchaus mehr sein könnten, sobald das Fondsvolumen steigt. Für die Performance gab es aufgrund des zu kurzen Zeitraums 2,5 von 5 Sterne und die Prognose hat ebenfalls 2,5 von 5 Sterne erhalten. Insgesamt erhalten wir einen Durchschnitt von 2,875 Sternen, den ich auf 2,5 Sterne abrunde. Meine persönliche Meinung, der ETF kann sicher eine sinnvolle Ergänzung sein. Ich tue mich allerdings schwer damit, diesen ETF in ein mögliches Portfolio oder in mein Portfolio reinzufummeln. Da ich vor allem über Faktorinvestment agiere, unter anderem auch in diesem Video hier oben schon vorgestellt, wird dieser sehr länderbezogene und spezifische Mid-Cap-ETF nur schwer zu integrieren sein. Sicherlich ist das Stichwort Next Generation irgendwo attraktiv. Ich setze da allerdings lieber auf einen weltweit gestreuten Small-Cap-ETF, der natürlich nicht das gleiche Ziel verfolgt, aber aus meiner Sicht etwas sinnvoller ist. Daher ist der Invesco Next Generation ETF nicht in meinem Portfolio. Mich würde es aber brennend interessieren, wie ihr zum Beispiel diesen ETF ins Portfolio integriert habt, falls ihr ihn habt. Habt ihr ihn vielleicht einfach zu einem MSCI World hinzugefügt
hinzufügt, würde man 80% MSCI World nehmen und 20% in den Invesco Next Generation ETF investieren, diesen quasi als einzelnen Satellit um einen MSCI World installieren, dann wäre beispielsweise die Aktie CrowdStrike aktuell die 10. stärkste gewichtetste Aktie in eurem Portfolio mit 0,5% Anteil. Unter den größten 50 Aktien im ETF sind praktisch ab Platz 10 ausschließlich nur noch Aktien aus dem Invesco ETF enthalten. Dazu kommen noch die USA, Übergewichtung wäre noch deutlich höher und die Diversifikation eher verschlechtert. Also, wie seht ihr den Invesco Nasdaq Next Generation ETF und wie habt ihr ihn eingebunden? Falls ihr ihn habt, schreibt eure Meinung unbedingt in die Kommentare. Die Kanalmitglieder können übrigens auch abstimmen, welche Aktie bzw. ETF-Analyse ich in der kommenden Woche machen soll. Um mehr zu erfahren, klickt auf den Button Mitglied werden unter dem Video. Wir sehen uns in der kommenden Woche wieder bei der nächsten Aktien- oder ETF-Analyse. Ein schönes Restwochenende euch, bleibt gesund. Dieses Video ist keine Finanz- oder Anlagenberatung. Die Vortragenden und Produzenten können nicht haftbar gemacht werden. Wenn ihr mit dem Handel von Wertpapieren Verluste erwirtschaftet, dieses Video dient einzig und allein eurer Unterhaltung.